Ich gebe meinem Körper genau das, was er braucht. Oder einen Riesenteil davon. Ne? Es gibt eine riesen Vielfalt an Sprossen und an Pflanzen, die ich so im Glas einfach ziehen kann. Herzlich willkommen bei Chronisch Ehrlich. Wir sind heute beim 4. Video Sprossensamen ziehen. Und zwar hatten wir am ersten Tag die Sprossen angepflanzt, angesetzt. Am zweiten Tag haben wir geschaut, wie wir sie baden und ein bisschen schütteln. Wir hatten da diese Techniken gelernt von der Theresa von sprossensamen.ch. Dann am 5. Tag gab es das Enthüllungsbad und heute am 7. Tag werden wir wieder ans Ernten und Verpacken gehen. Herzlich willkommen, Theresa, wieder. Du bist ja das Hirn hinter dieser ganzen Angelegenheit hier und ich darf dann immer ausführen. Und ich bin so dankbar darum, dass ich jetzt hier einen eigenen Garten in meiner kleinen, bescheidenen Küche habe. Ja, das finde ich super, dass du da die Euphorie, dass dich die Euphorie gekriegt hat, weil genau das ist es. Das macht einfach mega viel Spaß. Und ich bin froh, dass ich dich begleiten kann in dieser Woche. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Ey, das ist so wunderbar. Ich habe diesen Rotklee jetzt schon 2 Tage im Auge und der hat mich so schelmisch angelächelt und mir zugeflüstert, ich soll ihn essen und ich habe es extra nicht gemacht. Ich habe gemerkt, das ist so ein kleiner Ball geworden und ich frage mich, ob ich da was falsch gemacht habe. Der ist nicht so verteilt im Glas. Kannst du da was dazu sagen? Na klar. Also tatsächlich ist es so, dass das nicht ganz so gedacht ist, dass das ein Ball wird. Aber das macht ja nichts, das ist dein erstes Mal. Von daher gucken wir mal, dass ich dir noch ein paar Tipps auf den Weg gebe, wie das vielleicht besser klappt. Also normalerweise, oder sage ich mal, was ich mir vorstellen kann, wenn das zu so einem Ball wird, ist, wenn du es doch noch zu sehr schüttelst. Wir haben ja vor 2 Tagen das Enthüllungsbad gemacht. Da kriegen ja die Sprossen nochmal so richtig Platz. Ne? Und wir haben die auseinandergenommen. Da haben die dann eben, sind die ja ganz frei. Wenn du sie dann sozusagen die nächsten 2 Tage nach dem Spülen doch noch zu sehr schüttelst, also diese Drehschüttelbewegung machst beim Spülen, das ist okay. Aber sobald du das Wasser abschüttest, sozusagen dann nicht mehr drehen. Also dann wirklich einfach nur noch im Glas so ein bisschen hin und her schütteln, dass sie sich sozusagen der Länge nach verteilen, aber nicht mehr drehen. Das ist eigentlich wirklich das Einzige, wo so ein Ball entsteht. Das ist jetzt auch nicht ganz schlimm oder so, weil die sehen doch noch so aus, als würden die sich bewegen. Das Ding ist halt einfach, dass die Sprossen, die sozusagen drin sind, natürlich nicht direkt an der Sonne sind. Und dann kann es sein, wenn du sie jetzt gleich rausnimmst, wirst du es ja sehen, dass die inneren, die Blättchen einfach so ein bisschen einen Gelbstich haben oder nicht ganz grün sind. Ne, weil das Grün ist ja das Chlorophyll, was sich entwickelt, wenn die Pflanze, also die Sprosse, mit der Sonne in Kontakt kommt, wird Chlorophyll gebildet und das ist das, was den grünen Farbstoff gibt, was auch uns ganz viele Inhaltsstoffe und Nährstoffe gibt. Und da kann es einfach sein, dass die inneren jetzt vielleicht nicht ganz grün sind. Ja. Genau. Ja. Theoretisch könntest du selbst die dann nochmal zurücktun ins Glas und stellst sie nochmal einen halben Tag ans Sonnenlicht. Also wie gesagt, das muss gar nicht direkte Sonne sein. Und dann reicht das auch schon. Ne? Dann saugen die sich einfach nochmal voll und das ist auch okay. Bei uns ist ja gerade tiefster Winter und sehr neblig. Reicht denn das auch aus? Ja, dann ist es vielleicht ein Tag so, ne? Dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber wenn die Pflanze ausgebildet ist und ihre Keimplättchen ausgebildet sind, dann geht das zum Teil echt richtig schnell. Ja. Genau. Ja, gut, dann. Und von der Fülle her hätte es auch noch etwas mehr sein können. Also, oder sage ich mal, wenn die mehr Platz haben, würdet ihr sehen, oder wenn sie sozusagen nicht so zusammengeknäult sind, würdet ihr sehen, dass auch das ganze Glas ausgefüllt ist. Oder Ja. ihr macht beim nächsten Mal auch ein bisschen mehr rein und dann ist auch das ganze Glas voll. Super. Genau. Gut, dann wasche ich jetzt erst wieder mal die Hände. Ja, genau. Das ist prima. Wenn ihr mit den Händen arbeitet, wirklich saubere Hände, frisch gewaschen, kein Spülmittel mehr dran oder so, also einfach mit klarem Wasser und Seife, dann passt das. Oder ihr nehmt einfach eine Gabel, ne, und nehmt es raus. Ja. Genau. Deine Dose wieder mit einem Tuch drunter. Ich sehe schon, du bist Profi, perfekt. Profi, ey, Theresa, du hast mich zum Profi gemacht.
Sehr gut, dann ist der Sinn erfüllt. Aber sowas von. Genau. Und wenn du sie jetzt rausnimmst, kannst du sie auch noch so ein bisschen breit zupfen. Und guckst auch einfach mal, wie die drinnen aussehen. Wenn die sich jetzt gut auseinander zupfen lassen und nicht zerbrechen, sage ich mal, dann ist alles gut. Dann sind die da locker im Verbund miteinander und dass die sich berühren und etwas ineinander wachsen, ist ja auch völlig normal. Ja, die lassen sich ganz einfach auseinanderzupfen. Perfekt. Du, Theresa, aber jetzt will ich da schon ein bisschen schnauzen, oder? Darf ich? Ja, auf jeden Fall. Probier. Probier mal. Also, das ist der Rotklee. Richtig lecker. So auf einem Salat oder einem Samenbrot mit Cashewkernen. Ich meine mit Cashewkäse, genau. Wie ist es denn für dich vom Geschmack her? Nussig. Also, ja, genau. Der Rotklee ist sehr nussig und halt so ein bisschen bitter. Ne, du hattest ja schon mal erzählt, dass ihr auch viele Bitterstoffe in eurer Genau, Ernährung ich merke das regelmäßig habt. nicht. Dann merkt man das gar nicht so. Jetzt haben wir gerade zwei Sprossen, die so ein bisschen, also der Boxhornklee ist noch ein bisschen bitterer, der hat viele Bitterstoffe noch. Der Rotklee im Abklang so ein bisschen, ne, aber nicht so stark. Von daher geht der gut, kann aber für Einsteiger schon wirklich eine geschmacksintensive Sprosse sein und von daher einfach geht die auch total gut zum Mischen. Ja. Also in den Salat einfach mit reingemischt und so. Oder halt einfach pur gesnackt. Also ich mag die auch super, super gerne einfach als Snack, weil sie halt so nussig sind, ne? Ja. Ja. Mega. Dann kommen wir zum Boxhornklee. Vielleicht noch eine Sache zum Rotklee, würde ich doch noch gerne anmerken. Weil der Rotklee ja, also das ist ja nicht nur, dass man den jetzt isst und dann schmeckt das lecker, sondern die Sprossen sind ja halt einfach so vollgepackt, ne, mit ihren Inhaltsstoffen. Und zum Beispiel, was sehr, sehr besonders ist bei dem Rotklee, ist ja, dass er die Phytoöstrogene enthält, also die Isoflavone, sekundäre Pflanzenstoffe, die ähnlich wirken im Körper wie das körpereigene Östrogen. Das heißt, also keine Angst, den Männern wachsen keine Brüste und so, solche Fragen kommen manchmal. Das ist ähnlich wie beim Soja, das hat ja auch, wissen die meisten, so natürliche Isoflavone. Und das regt halt einfach den Hormonhaushalt an, dass er mehr ins Gleichgewicht kommt. Also zum Beispiel Frauen können das merken, wenn ihr zum Beispiel Stimmungsschwankungen habt oder vor der Regel, die Tage vorher, bevor ihr die Regel bekommt, Stimmungsschwankungen habt oder auch merkt, dass ihr euch nicht so wohl fühlt oder dass es zieht, dass die Brüste spannen. Also verschiedenste Symptome können, wenn ihr regelmäßig auch vorher ja, Sachen esst, die Isoflavone zum Beispiel enthalten, wo die Rotkleesprossen reinfallen. Das kann sein, dass sich das wirklich auf natürliche Art und Weise ausbalanciert und das nicht mehr so stark hat. Ja, also dass man nur auch mal sieht, das ist nicht einfach, das ist nicht zu vergleichen, so eine Sprosse mit einem Eisbergsalat aus dem Supermarkt. So, ja. Ne? Da passiert was im Körper und auch diese Reise mitzugehen und zu gucken, mal den Test einfach zu machen, ne? Mit sich mal ein Glas anzusetzen, so Mitte des Zyklus, dass das eine Woche wächst und so eine Woche vorher anzufangen, die zu essen und einfach mal zu schauen, was eigentlich mit dem Körper passiert, dass wir dieses Gespür wieder bekommen. Ja. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache und wer sich da eingeladen fühlt, also probiert es mal aus. Wissen das, wenn diese Sprossensamen so enorm reich sind und so einen Einfluss auf uns haben, kann es dann auch sein, dass man eine Überdosis hat von etwas? Oh, sehr gute Frage. Nein. Natürlich, ich sag mal so, ne, in der Medizin und so weiter Sachen darf man ja eigentlich nie sagen, weil es gibt verrückte Menschen. Wenn ihr in ganz normalen wie sagt man das, Quantitäten, also einfach euren Salat oder eure 2-3 Mal am Tag sogar eine Handvoll Sprossen esst aufs Brot, ist das total sicher. Ja, da passiert gar nichts. Solange die wirklich sauber sind, reden wir gleich nochmal drüber, ne, wie beim Spülen, auf was man noch so achtet und so. Solange ihr die sauber verarbeitet, ist das ein ganz sicheres Lebensmittel. Und natürlich, ne, die Dosis macht das Gift, würdet ihr euch, weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht, den Test, habe ich auch noch nie gehört, wenn jemand sich keine Ahnung, ganz viele Sprossen einpfeift, ob das vielleicht einen Effekt hat. Aber ich könnte mir selbst vorstellen, bei der Umwelt, in der wir leben,
haben wir ja einfach ganz, ganz viel auch auszuscheiden. Ne? Wir bekommen ja viel mehr an Giftstoffen auf verschiedenste Arten und Weisen über die Luft, über die Lebensmittel zu uns. Das heißt, der Körper hat sowieso schon viel mehr Ausscheidungsarbeit. Und da helfen die Sprossen einfach total, auch sozusagen den Körper reine zu halten. Bis man das ins andere Ungleichgewicht bringt, ich glaube, der braucht sehr, sehr viel. Okay, das klingt fantastisch. Dann lass uns zum Boxhornklee rübergehen. Also, der ist jetzt auch von heute Morgen in der Früh natürlich, hatte er seine kleine Waschung. Jetzt ist bereits nachmittags, das heißt, ich kann den einfach wieder rausnehmen. Genau. Aha, also den Rotklee habt ihr den auch heute Morgen gewaschen zum letzten Mal? Genau. Hätte ich nicht machen dürfen. Ja, hättest du nicht machen brauchen, sag ich mal. Ah, okay. Also jetzt ist ja wie gesagt schon Nachmittag, aber was wir nicht empfehlen, ist die zu spülen und direkt umzutopfen, sag ich mal, weil dann sind sie einfach zu feucht, dann halten sie es nicht so gut. Aber einen halben Tag ist gut, einen halben Tag bis einen Tag. Meistens spüle ich sie dann früh zum letzten Mal und nehme sie sozusagen mittags schon zum Essen und tue den Rest abends verräumen. Aber so ist es auch okay. Und gerade zum Beispiel der Boxhornklee, den du jetzt nimmst, siehst du ja, dass der viel freier ist. Also da hat sich jetzt kein Knäuel gebildet, sondern die bewegen sich. Die Sprossen, die haben noch sehr viel Platz, weil die noch ganz klein sind. Und auch da kann es einfach sein, dass du morgen nochmal das Tuch wechselst. Das, was unten liegt, sollte jetzt noch zu viel Feuchtigkeit dran sein. Aber ansonsten passt das auch so. Genau. Genau, und dann kannst du genau dasselbe mit dem Boxhornklee machen. Also auch da könnt ihr wissen, der braucht halt 2 bis 3 Tage, ne? Und dann könnt ihr den schon so essen mit diesen kleinen, sieht man bestimmt jetzt nochmal dann gut in der näheren Aufnahme, mit diesen kleinen Sprossenschwänzchen. Also das reicht sozusagen. Je länger ihr den Boxhornklee wachsen lasst, also je mehr der zum Microgreen wird, sage ich mal, und ein Keimblatt bekommt, umso intensiver wird er vom Geschmack. Also dann wird er auch bitterer. So ist er jetzt, was wir gleich merken, sehr nussig und hat so einen bitteren Abgang. Je nachdem, was man gewohnt ist, ist es wieder sehr bitter oder total angenehm. Genau, also der verändert sich auch sozusagen mit seiner Entwicklung von Sprosse zum Microgreen. Also ich werde es gleich mal testen, wie bitter er für mich ist. Er ist gar nicht bitter für mich. Aber wie gesagt, wenn man morgendlich den Selleriesaft trinkt, ja, da seid ihr einiges gewohnt. Sind meine Geschmacksknospen trainiert. Ja. Ja, das ist der perfekte Zwischendurch-Snack eigentlich. Ja, genau, also das passt auch, der passt sozusagen ab frühmorgens auch auf den Speiseplan prima, weil der Boxhornklee, genau wie Buchweizen zum Beispiel, Blutzucker stabilisierend sind. Das heißt, wenn ihr das schon frühmorgens mit integriert in die Ernährung, habt ihr einfach nicht so einen krassen Peak im Blutzuckerspiegel, also nicht so einen starken Anstieg, wie zum Beispiel bei dem Klassiker Porridge. Also der hat einen ganz anderen glykämischen Index, also was sozusagen angibt, wie schnell der Zucker des Lebensmittels im Blut ankommt. Das ist bei Haferflocken nochmal ein ganzes Stück schneller als zum Beispiel bei Boxhornklee und Buchweizen. Obwohl auch also Boxhornklee weniger, der hat sehr, sehr viel Protein, weniger Kohlenhydrate, aber die Buchweizensprossen haben ja auch viele Kohlenhydrate. Das heißt, das ist schon vergleichbar. Und das hat aber einen sehr, sehr niedrigen glykämischen Index. Das heißt, ihr habt eben nicht so eine Kurve, sondern ihr habt halt eine langsam ansteigende Blutzuckerkurve, die sich einfach über längere Stunden hält. Und wenn jetzt der Buchweizen auch noch gesprost ist, hat es halt noch diese aktivierende Eigenschaft und stabilisiert das ganze System sozusagen nochmal über einen längeren Zeitraum. Und das geht genauso eben prima in Kombination mit dem Boxhornklee schon früh zum Frühstück. Wenn ihr das mögt, entweder also ein Kumpel von mir zum Beispiel mag das gern, einfach den Boxhornklee im Joghurt und mischt das zu seinem Obst halt dann dazu. Oder ihr mischt es eben direkt, macht euch eine ganze Schüssel voll Buchweizen und Boxhornklee gemischt
Obst dazu und was auch immer ihr sonst noch mögt. Und dann habt ihr halt einen prima, ja, konstanten Vormittag. Die meisten merken das dann in der Konzentration. Wir hatten ja schon mal ein Interview, ne? Ich zum Beispiel bin ja selbst Diabetikerin, das heißt, ich sehe das an meinen Blutzuckerwerten, die ich mehrmals am Tag teste, dass das einen großen Unterschied macht. Ne? Genau. Und das ist halt eine super Hilfe und ganz einfach und ganzheitlich. Genau, das ist gut, dass du sagst, da wollte ich nämlich auch gleich drauf eingehen. Du hast natürlich einen ganz anderen Bezug zu deinen Blutzuckerwerten und dass etwas so Natürliches da so einen Ausgleich schafft, dich so in dein eigenes Gleichgewicht wiederbringt, das ist Wahnsinn, oder? Das ohne Medikament, ohne nichts, sonst einfach die Sprosse, die da schon ihre Wirkung hat. Ja, genau. Also ich brauche natürlich trotzdem das Medikament Insulin, das auf jeden Fall, aber ich habe halt direkten Vergleich, wie mein Körper reagiert, welches Lebensmittel ich esse. Und halt der Klassiker Porridge oder Haferschleim, haben wir gesagt, oder Haferbrei oder wie auch immer in der Region, der bringt den Blutzuckerspiegel viel schneller zum Ansteigen als eben meine morgendliche Bowl mit Buchweizensprossen. Ja, so wertvoll. Ja. Genau, ja, das ist super einfach. Also schmecken tut beides. Und dann, klar, gehe ich natürlich mit dem, wo ich zusätzlich noch merke, ich kann mich besser konzentrieren und ich habe irgendwie mehr Energie und kann direkt loslegen. Nach einem Porridge muss ich dann manchmal, oder merke ich einfach, dass ich so eine Stunde brauche, um überhaupt in Gang zu kommen. Das habe ich nach einem Sprossenfrühstück nicht. Ja. Das ist auch spannend. Also da einfach mal die Einladung an alle, die zuschauen. Probiert das mal aus. Das macht total viel Spaß, da den Unterschied zu spüren. Das stimmt. Ich finde, das ist das Wertvollste überhaupt an der gesunden Ernährung, wirklich diesen Effekt zu spüren, hey, das ist nicht einfach ein Trend, das ist nicht einfach wie eine neue Jeans oder eine neue Jacke, das geht so tief, ja, das geht so tief, da geht es um mich, um meine Gesundheit, wie ich mich fühle, wie ich mit mir umgehe und der Körper resoniert mit einem, mit jeder einzelnen Entscheidung, die wir treffen. Und so etwas hier zu Hause wachsen lassen zu können, auf so eine einfache Art und Weise. Und wie ich dir schon gesagt habe, jetzt hier im tiefsten Winter bei uns und dann doch diese Möglichkeit zu haben, in so einer kleinen Küche den eigenen Garten zu haben, das ist total befreiend. Ja, ja, also es ist natürlich, vereint so viele Aspekte, ne? Es vereint das, ich gebe meinem Körper genau das, was er braucht. Oder einen Riesenteil davon. Ne? Es gibt eine riesen Vielfalt an Sprossen und an Pflanzen, die ich so im Glas einfach ziehen kann. Oder ich kann sie natürlich auch nehmen und als Microgreen, habe ich hier nochmal das mitgebracht, ne? Als Microgreen ziehen. Also hier habe ich einfach so eine alte, die ich nicht mehr benutze, so eine Kuchenform. Und dann könnt ihr die Sprossen, das ist auch aus unseren Sprossensamen, aus den Weizensprossen gezogen und das ist halt jetzt Weizengras. Ne? Und dann schneide ich mir das und mache dann Saft raus oder ein Smoothie oder wie auch immer. Oder man kann halt auch jedwede andere Sprosse auf eine Nährlösung bringen oder auf so einen Kokosboden oder auf ganz normalen Pflanzenboden und dann wächst es eben nochmal ein ganzes Stück weiter und dann habt ihr halt einen riesen Pflanzenteppich zu Hause. Wow. Also es gibt viele Spielmöglichkeiten, je nachdem, wie viel Platz und Raum und Zeit ihr investiert, ist da ganz viel möglich. Und es schifft halt nicht um die ganze Welt. Ne? Ja. Es kommt halt nicht aus, weiß ich nicht wo, ne? Ja. Und unter Rotlicht, sondern es reicht auch in Deutschland oder in der Schweiz auch die Wintersonne und das wächst. Ja, da hatten wir vorher schon kurz gesprochen. Ich wäre ja total dankbar euch, wenn ihr Gerstengras anbietet, weil ich das dann täglich in meinen Smoothie tun kann. Und du hast gerade gesagt, ihr baut eure Homepage auf, das heißt, da werden noch viele andere Sachen kommen, da auch Inspiration, was für Essen man machen kann und so weiter. Also auf sprossensamen.ch und da kommen laufend neue Sachen dazu und für mich und jeder Einzelne, der den Heavy Metal Detox trinkt jeden Morgen, wäre das natürlich die frischeste Variante überhaupt. Da freue ich mich schon mega drauf. Ja, also du hast uns gerade die Inspiration gegeben. Ich nehme das auf jeden Fall auf und es kommt natürlich darauf an, was auch die Community möchte sozusagen. Ne? Und wir sind da total bereit zu gucken, was es gibt. Also
jedes Mal sozusagen, wenn das Jahr rum ist und neue Sprossensamen zu uns kommen, testen wir auch immer alle vorher. Also wir testen die, ob die gut genug sind, ob man gut Sprossen ziehen kann, ob die als Microgreen dienen und dann geben wir das raus. Und für Anregungen sind wir immer offen. Also ich werde das auf jeden Fall mal weitergeben und mal gucken, ob die Farmer, mit denen wir bisher zusammenarbeiten, ob die Gersten auch schon haben. Das weiß ich gerade gar nicht. Der Marco weiß das bestimmt. Und da schauen wir mal. Also super gern. Mega. Ja, und auch die Inspiration. Also ich denke, dass ich für die Kinder die Sandwiches damit toppen werde. Gerade sie sind große Fans vom Cashewkäse oder auch dem Frischkäse davon und dann Rotkleesprossen drauf. Das ist sicher eine super Sache. Und ich habe es jetzt auch immer gerne noch unter den Salat gemischt letzte Woche. Und das gibt ja noch diesen nussigen Geschmack und das ist super einfach. Macht den Kühlschrank auf und da ist es. Mega. Es gibt da kein richtig oder falsch, sondern einfach mal anfangen, es einfach mal mit integrieren und dann kommen auch ganz viele Ideen von ganz alleine. Also zum Beispiel auch jetzt im Winter kaufen wir fast keinen Salat oder kein frisches Grün, weil es einfach gerade nicht hier, weil es das hier nicht gibt, sondern ich mache halt noch 3 Gläser mehr an Sprossen und mache mir komplette Sprossensalate. Ne? Und gerade jetzt, wenn das Immunsystem mehr gefordert ist, dann macht das schon viel Sinn, auch einfach wirklich eine große Menge zu essen. Also es geht nicht nur um, ich streue ein bisschen drauf, sondern wirklich, wirklich viel. Ja, ich hatte vorhin mal der erzählt, mein Vater zum Beispiel, der ist ein riesen Sprossen-Fan mittlerweile und hat halt so viel Brot, ne, und so viel Sprossen, 3-mal so viel. Ja, und da merkt man, was passiert. Zum Beispiel habe ich ihm Linsensprossen gegeben. Und Linsensprossen haben sehr, sehr viel Proteine. Die haben aber auch, wenn man die sozusagen auch im Glas wachsen lässt, können die auch bis zum Keimblatt sozusagen groß wachsen im Glas und haben dann sehr, sehr viele Ballaststoffe. Und dann fragt er mich, wozu die eigentlich, ne, was die so können. So. Und dann habe ich gesagt, ja, zum Beispiel werden die dir helfen, dass du besseren Stuhlgang hast, dass deine Verdauung besser läuft und die machen so richtig sauber. Er hat in die Hände geschlagen und gesagt, ja prima, jetzt weiß er, warum das wieder so gut klappt. Oh. Also Jana hat er gerade 3 Tage Linsensprossen gegessen. Also man merkt, dass da was passiert und das ist einfach das Wunderschöne. Ja, das stimmt. Ah ja, was wir noch ganz vergessen haben, der Boxhorn, der ist ja dieses Wunder-Detox, oder? Also der Boxhornklee, ich glaube, das hatten wir im letzten Video schon angesprochen. Da hatten wir es nämlich von dem Geruch. Genau, und den Test, den möchten wir, Jonas und ich, dann in ein paar Tagen, wir möchten das testen. Ob wir auch dann dazu gehören, dass wir stinken, das müssen wir dann noch machen. Aber das können wir heute nicht testen. Das müssen wir dann später noch machen. Genau. Ja. Also stinken ist vielleicht übertrieben. Gut, es kommt wirklich darauf an, was der Körper gerade auszuscheiden hat. Dann kann es auch wirklich sein, man riecht mal stärker. Aber sonst ist es einfach so ein erdiger Geruch, den ihr wahrscheinlich merkt, wo ganz ähnlich wie die Sprossen auch so an sich schon riechen, so ähnlich scheidet man das dann auch aus. Und je nachdem, was der Körper halt noch so rauszuscheiden hat, vor allem natürlich über die Leber, die durch die Bitterstoffe angeregt wird, die sehr, sehr viel im Boxhornklee sind, macht das einfach eine super, super Reinigung. Und je nachdem, was es zu reinigen gibt, werdet ihr es auch mehr oder weniger riechen. Ja, da bin ich mega gespannt drauf. Liebe Theresa, hast du für uns noch ein Abschlusswort? Ja, fangt an. Also ihr habt ja schon angefangen. Ihr seid wirklich das beste Beispiel dafür. Einfach loslegen, achtet auf diese paar kleinen Tipps, weniger, aber doch wichtige, ne? Regelmäßig spülen, mit sauberen Utensilien arbeiten, mit sauberen Händen arbeiten. Ja, dann denke ich, werden wir weiterhin sehr sauber arbeiten und ich nehme das sehr gerne an, den Tipp einfach machen, weil das ist das, was für mich jetzt einen Unterschied gemacht hat, diese Woche, wo wir zusammen gearbeitet haben. Also vielen Dank für deine Unterstützung, deine Tipps und ja, dann verabschiede ich mich bei dir und wir sehen uns bald wieder, hoffe ich, liebe Theresa. Auf jeden Fall. Also ich freue mich und macht weiter so. Dankeschön. Ciao, tschüss. Herzlichen Dank. Danke dir. Ja, und danke, dass ihr dabei wart. Jetzt haben wir 7 Tage lang Sprossen gezüchtet
Und mir persönlich ging es so, dass ich sehr nervös war, etwas Neues anzufangen. Dem einen fällt es vielleicht leichter, mir ist es schwerer gefallen. Deswegen fand ich das jetzt so schön, dass wir das alle zusammen machen konnten und dass ich dabei so viel lernen durfte und begleitet wurde. Und wie es sich herausgestellt hat, wie bei den meisten Dingen, vor denen man Angst hat, es ist gar kein großer Act. Man muss eigentlich einfach nur anfangen. Danke, dass ihr dabei wart bei diesem Anfang mit den Sprossensamen und ich hoffe, dass ihr auch vieles mitnehmen konntet. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn euch noch was einfällt, wenn ihr noch Insider-Tipps habt. Wenn ihr schon erfahrene Sprossensamenzüchter seid, dann schreibt sie auch rein. Ich bin dankbar für alle Inspirationen und hey, ich freue mich auf das nächste Video, wo ihr auch wieder dabei seid. Bis dann, ciao!